Hey Leute, in diesem Video geht es um Drohnentipps vom Einsteiger für Einsteiger. Ich erzähle euch heute von meinen Erfahrungen und Erlebnissen mit meiner Drohne. Da ich eine DJI Mini 2 fliege, ist vieles in diesem Beitrag auf diese Drohne bezogen, aber auch auf andere Drohnen anwendbar. Nur die Begriffe sind teilweise anders. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Also, als ich meine Drohne bekommen habe, war das folgendermaßen. Paket ausgepackt. Drohne, Controller und Zubehör ausgiebig begutachtet. Akkus geladen, App und Firmware aktualisiert und eingerichtet und dann raus zum Fliegen. Man möchte das Teil schließlich auch mal austesten. Entgegengesetzt aller Warnungen und mit freudiger Erwartung im Haus geflogen. Am nächsten Tag dann dasselbe in Grau. Okay. Hat gestern geklappt. Mache ich heute auch. Und dann Drohne gegen den Flatscreen geknallt. Der Drohne ist zum Glück nichts passiert. Aber der Bildschirm hat einen Kratzer abbekommen. Also seid echt vorsichtig beim Fliegen. In der Wohnung oder im Haus. Ich habe es seitdem meistens vermieden. Meistens. Und wenn ihr es dann wirklich mal vorhabt, in der Wohnung zu fliegen, im Haus zu fliegen, stellt die Return-to-Home-Funktion ab. Oder stellt sie auf Schweben. Wenn die Drohne das Signal verliert zur Fernsteuerung, kann sein, dass sie dann ab durch die Decke geht, wenn die Return-to-Home-Funktion auf 15, 20 Meter eingestellt ist oder noch höher. Das machen die Propeller nicht mit. Dann endlich nach circa einer Woche hat das Wetter dann mitgespielt. Und ich konnte erstmal richtig fliegen gehen. Natürlich habe ich mich zuvor richtig informiert, wo ich überhaupt fliegen darf. Dafür gibt es genügend Apps, wie zum Beispiel Tronic, AirMap, etc. etc. Ihr müsst euch teilweise nicht mehr anmelden an solchen Apps. Ihr könnt Gewicht eurer Drohne angeben, die Art eurer Drohne. Dann könnt ihr sehen, wo darf ich denn überhaupt fliegen und wo nicht. Also dann erstmal Drohne gecheckt, Akkus geladen und das Speicherkarte nicht vergessen. Also die Micro-SD-Card wäre schon nicht schlecht, weil sonst könnt ihr kein Filmchen aufnehmen. Ins Auto und ab aufs Feld. Schaut, dass ihr am Anfang möglichst auf ein freies Feld geht, nicht unbedingt in den Wald oder mit vielen Bäumen, Hindernissen, Häusern. Der erste Flug im Freien. Man fliegt einfach. Testet aus, was die Drohne so kann. Man starrt die meiste Zeit auf die Drohne. Vergesst nicht, auf euren Screen zu schauen, auf eure Steuerung, damit ihr seht, was die Drohne sieht. Also muss man einen guten Mittelweg finden, damit man Blickkontakt hält zur Drohne, weil der Blickkontakt ist schon wichtig und man soll ja auch auf Sicht fliegen. Die Hälfte vom Film habe ich am Anfang im Boden gefilmt.
einfach den Gimbal runtergedreht. Wow, geile Aufnahme und dann vergessen und bin so bestimmt 20 Minuten geflogen, bis ich dann gemerkt habe, oh, ich habe ja nur Boden. Zu wenig auf den Screen geschaut. Achtet auch auf eure Videoeinstellung. Ich nehme immer 4K, 30 Frames per Second und damit eigentlich immer recht gut gefahren. Und dann vergesst nicht, die Aufnahme zu starten. Und ist alles so schön, man fliegt und fliegt und fliegt und dann, das wäre eine schöne Aufnahme. Und plötzlich merkt man, ich habe es nicht geschafft, die Aufnahme zu drücken. Also ich hoffe, ich sehe euch bald wieder auf diesem Kanal. Und lasst ein Abo da. Kostenlos. Kostet nichts. Absolut kostenloses Abo. Für Umme. Oh nein, mein Licht ist aus. Wir gehen nach Hause. Rabimmel, rabommel, rabum.